erstmal zum heutigen Video in einer etwas anderen Umgebung. Ja, ich bin heute nicht alleine. Ich habe eine wundervolle Begleitung, mal 3. Ja, hallo. Stellt euch doch erstmal am besten vor. Wer seid ihr denn überhaupt? Mein Name ist Tina. Ich lebe in Japan. Ich habe Japanologie studiert, das sagt eigentlich immer schon alles. Und bin nach Japan gezogen, arbeite hier und ich mache auch YouTube-Videos. Also mein Channel-Name heißt, mein Kanal ist Morgane Le Fay, wenn ihr mal vorbeischauen wollt. Okay, dann mache ich weiter. Ich bin Claudia, mehr bekannt als Yoko, und ich bin online aktiv auf Lost in Japan. Und ja, ich habe YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, eigentlich alles. Also ich berichte über mein Leben in Japan und ich hoffe, es macht allen Spaß, die mir folgen. Okay, ich bin Ellie, ich wohne auch in Japan. Ich habe nicht Japanologie studiert. Ich auch nicht. Und bin auch auf Twitter, Instagram, Facebook und WordPress aktiv unter Life in Japan is Strange. Genau, alle Links werdet ihr dann unten in der Videobeschreibung finden. Checkt sie einfach mal aus. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber gerade auf Twitter fragen mich wahnsinnig viele Leute, wie das Leben so in Japan ist, und haben wirklich die wildesten, durcheinandergewürfelsten Fragen. Deswegen dachte ich mir, ich mache einfach mal ein Video und füge diese Fragen einfach mal zusammen, wie ein FAQ. Und genau, es wäre voll toll, wenn ihr so ein bisschen so eure Eindrücke schildert diesbezüglich. Und ja, ich bin schon gespannt auf eure Antworten. Ja, Frage Nummer 1. Womit hattet ihr persönlich, sagen wir, am meisten Schwierigkeiten, als ihr hergezogen seid? Ich habe jetzt nicht gesagt, ich ziehe nach Japan, sondern ich habe halt einfach Working Holiday gemacht und das hat sich dann ergeben, dass ich länger da geblieben bin. Und am Anfang vom Working Holiday hatte ich eigentlich keine Probleme. Also ich habe relativ einfach einen Praktikumsplatz gefunden, danach auch direkt eine Festanstellung. Wohnungssuche hat sich auch relativ unkompliziert gestaltet. Und sehr einfach. Also ich könnte jetzt noch eine Geschichte erzählen, wo sie bei mir eingebrochen haben in meiner zweiten Wohnung, aber sonst war es okay. Ja, da habe ich halt bei meinem Praktikumsplatz, die hatten so Firmenwohnungen, wo die ganzen Praktikanten gewohnt haben, und das war sehr weit auf dem Land. Und da kommt es halt tatsächlich häufiger vor, dass eingebrochen wird, weil die Leute die Türen nicht abschließen. Genau deshalb, weil man denkt, dass niemand einbricht. Ja, dann tun es doch welche. Oh je. Ja, bei mir war es jetzt nicht so, dass ich nicht dachte, dass jemand einbricht. Ich war einfach nicht daran gewöhnt, dass man die Tür extra noch zumachen muss. Weil ich vorher immer in Wohnungen gewohnt habe, wo man, wenn man die Tür zumacht, dann ist sie zu. Klar. Und das hatte halt so einen extra Schlüssel und das hatte ich vergessen. Ich war auch irgendwie erst den 3. Tag da oder so. Und dann habe ich die Tür nicht zugemacht, mich ins Bett gelegt und irgendwann nachts um 3 stand dann einer mit so einer lustigen Maske auf dem Kopf. Oh, nachts um 3? Du warst also zu Hause, als das... Ja, ich habe geschlafen und dann kam er ins Zimmer, da habe ich mich aufgewacht. Wie so ein Horrorclown. Und erstmal geschrien. Ist das ja klar. Und dann ist er aber auch direkt abgehauen. Okay. Das geht ja jetzt schon brisant los. Das kann man ja. Ja, das, Ja, das Beste war ja dann, Ja. als er dann weg war und ich auf mein Bett geschaut habe, lag neben meinem Kopfkissen mein Küchenmesser. Und wenn man dann erstmal anfängt darüber nachzudenken, was er mit diesem Küchenmesser machen wollte. Ey, bist du dann umgezogen oder ich meine, du kannst doch dann in der Wohnung nicht mehr Nee, ruhig schlafen oder... Die Firma hat das ganz cool geregelt. Eigentlich, die haben ja erst ein Hotel bezahlt, bis sie eine neue Wohnung hatten. Und dann sind alle die Praktikanten haben da alle in so einem Wohnkomplex zusammen gewohnt, sind alle umgezogen. Die neue Wohnung hatte dann so ein spezielles Security-System auch noch dran. Oh, Gott sei Dank. Das ist eigentlich noch recht. Also der hat mein Bargeld aus dem Portemonnaie geklaut, aber sonst war alles, also Kreditkarte und so. Na gut, aber... Er hat dich wenigstens leben gelassen. Ja. Wow. Ein netter. Was hast du gesagt? Wie war's bei dir? Also Thema solche wechseln. Storys habe ich nicht zu bieten. Ich bin vor 2 Jahren ausgewandert und es war eigentlich alles relativ gut organisiert von meinem Mann. Also wir haben uns zusammen ums Visum gekümmert. Wir hatten erst eine Weekly Mansion, also eine Wochenwohnung gehabt, und haben uns danach zusammen um die Wohnungssuche gekümmert. Das war ein bisschen schwierig, da wir unbedingt ein Haustier haben wollten. Und das macht das Ganze ein bisschen problematisch bei dem Finden einer bezahlbaren Wohnung. Am Ende haben wir uns ganz schnell für eine Wohnung entschieden, weil es hieß, es kommen gleich noch welche, die sie angucken, und die Wohnung hat uns eigentlich sehr gefallen, auch wenn sie ein bisschen zu teuer war. Aber das Thema Wohnungssuche war ein bisschen groß, weil wir wollten auch aus unserer Weekly-Menschen raus, weil die war noch teurer. Und naja, das ändert sich jetzt ein bisschen.
Und ansonsten hatte ich eigentlich nur ein paar Probleme bei der Jobsuche danach, weil ich hatte ja mein Visum, was es ja eigentlich etwas einfacher macht, einen Part-Time-Job und alles zu finden, aber irgendwie wollte es nicht so richtig, dass irgendwas geklappt hat. Inzwischen habe ich 4 Part-Time-Jobs und naja, es ist ein bisschen chaotisch. Ich hoffe, dass irgendwann sich das ein bisschen legt. Ich habe auch lange überlegt bei der Frage, weil eigentlich erschien es mir auch vergleichsweise einfach, wenn man bedenkt, so man geht so nach Japan, so weit weg, Asien, nicht Europa, aber naja, zum einen, ich habe Japanologie studiert, also war ich ein bisschen vorbereitet. Ich habe das vorher schon 2 Jahre studiert und zum anderen hat meine Uni mir mehrfach geholfen. Ich habe ja erstmal 3-mal einen Exchange gemacht, einen Austausch gemacht. Da hat man dann Unterstützung durch die Universität und hier in Japan und dort. Und gerade japanische Unis, die nehmen dich an die Hand und machen mit dir wirklich jede Kleinigkeit. Wirklich? Also, aber eine Sache ist mir eingefallen, die fand ich diesmal schwierig, als ich tatsächlich hergezogen bin und auch am Anfang so ein bisschen die Einsamkeit so ein bisschen. Also so, man findet natürlich schnell neue Freunde, aber natürlich meine richtig guten und langen Freunde waren natürlich in Deutschland und man findet schnell Freunde, aber viele gehen auch wieder zurück nach Deutschland und manchmal fühlt man sich, also damit habe ich ab und an mal zu kämpfen gehabt, ja. Alles klar, kommen wir zur Frage Nummer 2. Wie sehr sind Sprachkenntnisse eurer Meinung nach vonnöten? Also jetzt mal ganz vom Tourismus abgesehen, wenn man hier nur ein paar Wochen ist, aber wenn man wirklich vorhat, hierher zu ziehen. Also ich habe unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Ich habe Freundinnen, die inzwischen 2 Jahre hier leben und noch kein Wort Japanisch können. Die kommen irgendwie klar, aber es gibt halt Sachen, die sie nicht machen können. Mein Japanisch ist so, naja, wenn ich gefragt werde, LPT, habe ich ungefähr den N4 mit ein paar Sachen mehr, die ich kann. Also für den Alltag reicht's und das ist auch sehr, sehr wichtig, aber es gibt halt auch Sachen, die ich nicht machen kann. Ich habe immer noch Angst, wenn ich irgendwas nachfragen muss. Ich kann zwar die Frage stellen, aber ich verstehe dann meistens die Antwort nicht. Und das ist im Alltag sehr schwierig. Also ich würde schon empfehlen, wenn man plant auszuwandern, zumindest ein paar Grundkenntnisse zu haben, um halt zumindest den Alltag zu meistern. Alleine auf irgendwelche Ämter gehe ich definitiv nicht. Der Dokumente, der ganze Kram. Ja, dann nehme ich meinen Mann immer mit, der mir fleißig übersetzt oder irgendjemanden, der gut Japanisch kann, weil das kann ich einfach nicht. Und wenn man alleine hierher kommt, also ich habe da zum Glück die Unterstützung von meinem Mann, aber wenn ich jetzt alleine auswandern würde, hätte ich ohne japanische Sprachkenntnisse echt Probleme, wenn jetzt nicht wirklich jemand da ist, der sich um mich kümmert. Kann ich nur total zustimmen. Also dadurch, dass ich, was soll ich sagen, also bei mir ist es natürlich, es geht eigentlich wunderbar. Wie gesagt, am Anfang war ich erst Austauschstudent hier und dann jetzt ist mittlerweile mein Japanisch auf einem Level, wo ich viele Sachen alleine machen kann. Also grundlegend ja, aber auf jeden Fall schon sehr gut, wenn man Grundkenntnisse hat, und vor allen Dingen, wenn du sagst, wenn man auswandern möchte, wenn man hier leben möchte und man hat keine Hilfe von anderen Personen, dann braucht man sogar schon ein bisschen mehr als Grundkenntnisse. Ja, also, um eine Wohnung zu finden, um einen Job zu finden. Also es gibt natürlich Jobs, wo man nur Englisch braucht, aber die Auswahl ist dann recht gering. Ja, Englischlehrer und das war's eigentlich. Ja. Ich bin das beste Beispiel. Ich bin Englischlehrer, weil das Japanisch nicht für den Job reicht. Obwohl ich eigentlich schon so lange Japanisch gelernt habe, wie oft habe ich eine Situation, wo ich denke, oh Gott, ich müsste eigentlich noch besser gehen, es reicht immer noch nicht. Oh. Ich habe mich früher nicht alleine in Restaurants reingetraut, weil ich nicht wusste, wie ich bestelle. Inzwischen traue ich mich das. Ich bin stolz drauf, wenn ich alleine essen gehe und die Bestellung auf Japanisch machen kann. Aber früher, als ich noch rumgereist bin, ich war nie alleine essen. Ich habe immer mein Essen nur im Kombini geholt, weil ich einfach Angst vor dem Japanisch sprechen hatte. Ja. Deshalb Sprachkenntnisse sind nicht nur fürs Leben, ja auch für Touristen sind es wichtig manchmal, wenn man plant, mehr in Japan zu unternehmen. Aber wenn man hier leben möchte, definitiv. Ja, ich kann mich eigentlich auch nur anschließen. Also gerade wenn man jetzt sagt, ich wandere aus, also die meisten werden wahrscheinlich nicht das Glück haben, einfach ein Ehegattenvisum zu kriegen. Von daher schon allein, wenn man ein Arbeitsvisum haben will und einen Job, ist eigentlich, außer man ist jetzt ALT, dann kann man komplett ohne Japanisch auch ein Visum bekommen, soweit ich weiß. Aber für alle anderen Jobs sollte man mindestens JLPT 2 haben. Und ja, man ist auch viel eigenständiger, wenn man auf Japanisch sich verständigen kann. Wenn man zum Beispiel krank ist und man kann nicht alleine zum Arzt gehen. Und ist dann immer darauf angewiesen, dass irgendwie ein Freund oder jemand von der Firma vielleicht Zeit hat, mitzukommen. Also
für mich würde es mich das viel zu sehr meine Eigenständigkeit einschränken, wenn ich nicht gut genug Japanisch kann. Ja. Und man hat auch viel mehr von dem Aufenthalt in Japan, je mehr Japanisch man kann. Also, Das stimmt, ja. wenn du nicht Japanisch kannst, kannst du nicht mit Einheimischen kaum in Kontakt treten, weil es nur wenige gibt, die so gut Englisch können, dass du dich bestimmt nicht verständigen könntest. So, und die dritte Frage. Ja, was stört euch denn so persönlich? Es gibt eigentlich sogar 2 Sachen, an die ich mich wahrscheinlich nie gewöhnen werde. Aber das eine hat nichts mit der Gesellschaft zu tun. Das ist einfach nur die vollen Züge zur Rush Hour. Oh, Ja. das ist bitter, ja. Das ist echt immer grausam. Und das andere ist, dass man halt sehr viel angeschaut wird als Ausländer und dann außerdem als junge Frau auch. Wahrscheinlich, also beides zusammen. Und also viele Leute kommen damit klar. Und ich weiß nicht warum, aber ich habe mich noch nicht dran gewöhnt. Vielleicht kommt es irgendwann. Vielleicht werde ich irgendwann denken, ich arbeite dran. Also ich denke mir im Prinzip die ganze Zeit, du kannst nichts weiter tun, als es zu ignorieren. Es ist einfach in Japan so. Aber in Tokio ist es, glaube ich, ein bisschen lockerer, weil sie, glaube ich, mehr Touristen gewohnt Ja. sind, als wenn man jetzt irgendwie außerhalb fährt. Ich habe das irgendwie gemerkt, in den letzten Jahren ist es ein bisschen zurückgegangen. Ich denke, in den ländlichen Gegenden merkt man es eher, dass die Leute dann doch eher mal gucken. Vor allem in unserem Wohngebiet, wo halt wirklich nur Japaner wohnen und auf einmal ist da ein Ausländer. Alle gucken erst mal. Das ist manchmal auch ganz lustig, weil ich hatte es auch schon, dass so random Leute einfach so gewinkt haben. Okay, Noch nie gesehen hatte irgendwie so. Hallo. Ich hatte letztens auch eine Obacha an einem Bus angesprochen. Ich habe zwar leider nicht verstanden, was sie von mir wollte, aber sie hat mich angesprochen. Das ist süß. Ich wollte sie Geld haben. Ich soll ihre Rente bezahlen. Sie hat mir, ist es mir wirklich mal passiert an dem Bahnhof, da kam ein Japaner auf mich zu und hat gemeint, ich soll ihm Geld geben. Also er hat gefragt, gibst du mir Geld? Also wie so, Schnorrer. ja, der sah normal aus von der Kleidung her, der sah nicht irgendwie, wie sagt man hier? In Penner? Ja, Ja. genau. Genau. Wie ein Obdachloser aus, aber, und er hat gemeint, Japaner geben mir kein Geld, ob ich ihm nicht Geld geben würde. Ich hatte jetzt ja das Thema Wohnungssituation. Oh ja. Und es ist also, gerade in Tokio ist es nicht so einfach, eine bezahlbare Wohnung zu finden. Und selbst wenn, dann sind die immer noch recht klein. Also wir wohnen jetzt zu zweit auf knapp 40 Quadratmeter. Das hätte man in Deutschland alleine und fühlt sich wahrscheinlich noch eng drin. Das ist die Wohnung nicht so groß. Das habe ich mich mittlerweile gewöhnt und man wird auch schneller fertig mit Putzen. Also, Ja, das ist Das hat Vorteile. aber was mich halt immer noch stört, ist, dass du im Bad keine Heizung hast. Wenn du Ja. im Winter Ja, aus dem Bad stimmt. rauskommst und es ist so schweinekalt. Oh, das ist eisig. Ja. Ugh. Okay, Number 4. Das ist wie bei so einer Kindersendung so. Wie viel zeige ich? Strafzahlen. Genau. Oh ja, Mann. Weil jeden Tag auf Arbeit. Eine Fledermaus. 2 Fledermäuse. Was ist eurer Meinung nach wichtig oder sogar Voraussetzung in dem Sinne, wenn man hier arbeiten möchte? Keine Arubaito, also wirklich richtig fest in einer Firma oder ja, sonst, also wirklich Fulltime-Job-mäßig. Erstmal Uni-Abschluss, weil das Grundvoraussetzung für das Arbeitsvisum ist, bis auf sehr, sehr wenige Fälle, wo, glaube ich, eine Ausbildung mittlerweile auch anerkannt wird. Aber es geht wirklich nicht ohne, ne? Also wirklich. Ich meine, alle Japaner, die einen Job finden wollen, haben einen Uni-Abschluss. Das heißt, wenn man mit Ja. denen konkurrieren will, und das muss man ja letztendlich, Mhm. sollte man auf jeden Fall einen Uni-Abschluss haben. Also mindestens Bachelor, Master ist noch besser. Und dann natürlich, also Japanisch, also mindestens JLPT 2 sollte da sein, außer man, wie gesagt, man will Englischlehrer werden. Ja. Aber jetzt bei so einer japanischen Firma ist es, glaube ich, wirklich N2, wenn nicht sogar N1 manchmal wirklich erforderlich. Ja. Also es ist wirklich. Also was ich jetzt im Arbeitsleben brauche, also N1 hätte ich nicht gebraucht, weil das Japanisch benutze ich halt meistens innerhalb der Firma, also wenn ich mit Kollegen rede oder irgendwie interne E-Mails schreibe. Mhm. Und sonst die Kommunikation mit Kunden ist halt bei mir grundsätzlich Englisch und Deutsch. Und ich glaube, als Ausländer wirst du auch sehr selten auf japanische Kunden losgelassen. Das heißt, Ah, ja. wenn man sich innerhalb der Firma vernünftig verständigen kann, würde ich sagen, reicht es. Oh, gut, ja. Ich denke auch, dass man sich vorher, bevor man auswandert, schon um den Job wirklich kümmern sollte. Also vorher schon mal gucken, gibt es in dem Bereich, wo ich studiert habe, überhaupt irgendeinen Job, den ich hier finden kann? Oder wie wird der bezahlt und solche Sachen? Welche Voraussetzungen setzt denn die Ausschreibung schon voraus, was ich denn als Ausländer brauche, um so einen Job zu bekommen? Also da sollte man sich vorher informieren.
Nicht, dass ich sage, ich möchte bei der und der Firma arbeiten und die haben gleich eine Stellenausschreibung stehen, du brauchst aber das und das und das und dann hast du das nicht und dann bist du trotzdem versucht auszuwandern und das funktioniert alles nicht. Ja, man darf sich auch nicht auf eine Firma nur festlegen, weil die Chance, dass man tatsächlich da einen Job kriegt. Ich würde mich auch nicht auf einen bestimmten Beruf festlegen wollen, sondern Ja. so breit wie möglich suchen und dann das nehmen, was man findet, weil viel mehr hat man als Ausländer meistens leider nicht. Also zumindest als nicht englischsprachige Ausländer. Ich glaube, man hat viel größere Chancen in manchen Bereichen, wenn man noch Muttersprachler ist im Englischen. Ne? Ja. Ich weiß aber nicht, ob das allgemein so, aber Kontakte zu haben, fand ich persönlich wichtig bei der Jobsuche. Ist hilfreich, aber nicht zwingend notwendig. Also ich Ja. habe fast alle Jobs bisher ohne Kontakte gekriegt. Echt? Ja. Einfach normal über eine Bewerbung, über so eine Bewerbungsplattform. Also ich habe meinen einen Job, den ich mache, auch, sagen wir mal, über Facebook bekommen. Also da sagen wir auch online aktiv sein, um einen Job zu finden, ist auf jeden Fall auch wichtig. Also ich habe zum Beispiel, also meinen Job habe ich durch einen guten Kontakt gefunden hier. So Leute, es ist auch schon Halbzeit. Frage 5 kommt jetzt als nächstes. Hier kommt eine Übung. Wie schaut's denn so bei euch aus? Habt ihr Japaner als Freunde? Also bei Freunden, neue Freunde an Japanern habe ich jetzt eigentlich nicht gefunden in den letzten 2 Jahren, die ich da bin. Ich habe einige Freunde, die ich aus Deutschland kenne. Das waren alles Austauschstudenten, mit denen ich dann Tandem gemacht habe, die ich also regelmäßig getroffen habe, wo auch Freundschaften entstanden sind und mit denen ich auch noch Kontakt hier habe. Allerdings ist es sehr schwierig, sich mit denen zu treffen. Also ich treffe meine 1, 2 Freundinnen, treffe ich eventuell einmal im Jahr oder 2-mal im Jahr, wenn es klappt, dass wir immer beide Zeit haben. Aber ansonsten ist es echt schwierig, japanische Freunde zu finden. Ja. Genau, ich kann dem nur zustimmen. Ich habe auch in der Zeit, in der ich studiert habe, viele Japaner kennengelernt, es sind Freundschaften entstanden, die sich jetzt aber auch so ein bisschen teilweise aufgelöst haben, seitdem ich angefangen habe zu arbeiten. Und es ist aber auch tatsächlich schwierig. Ich meine, fast alle Menschen hier in Japan machen Überstunden. In den ersten paar Monaten, in denen ich gearbeitet habe, habe ich auch kaum andere Leute getroffen und ich kann mir vorstellen, dass das ein Grund ist, warum es schwierig ist, sich mit Japanern zu treffen, die arbeiten. Und ja, Also ich hatte früher relativ viele japanische Freunde, weil ich relativ viel auf Konzerten unterwegs war. von Welche japanischen Konzerten Bands. hast du die kennengelernt? Und ja, entweder auf dem Konzert direkt oder halt vorher über Twitter hat man sich da irgendwie dann, oder über Ameba war es damals noch. Ah, Amiba, ja. Und ja, mit denen hat man sich dann automatisch immer getroffen, weil die ja auch alle zum Konzert oder halt zu Events, wo die Bands aufgetreten sind, gegangen sind. Es hat sich aber dann, als die Bands aufgehört haben, relativ schnell alles verlaufen. Das ist schade. Das ist wirklich schade. Ja. Und jetzt habe ich noch eine japanische Freundin, mit der treffe ich mich so alle 2-3 Monate mal. Was wird jetzt auch nicht als enge Freundschaft bezeichnen. Also eher Richtung Bekanntschaft. Ja. Also wir reden schon über relativ intime Sachen teilweise, aber man sieht sich halt nicht so oft. Ungefähr ähnlich. Ich habe auch noch eine, die ich regelmäßig treffen würde, wenn wir mal beide Zeit haben. Eine Freundin und ansonsten ist es wirklich schwierig. Das ist wirklich Dann auch, kompliziert. nachdem die Uni dann zu Ende war, habe ich auch festgestellt, dass ich mit den Leuten eigentlich sehr wenig nur gemeinsam habe. Mit denen man hat halt die gleichen Kurse besucht, man hat die Sprache gegenseitig gelernt, das waren so die Gemeinsamkeiten. Und jetzt ist es ein bisschen, Nicht so, was so eigentlich richtig verbindet, ne? Oh, ja, Hobbymäßig, ja, oder? ja. Ja. Die gehen ja voll nebenbei ab.